So Leute, herzlich willkommen zu dem heutigen Video in Siem Reap, Kambodscha. Bevor das Video beginnt, möchte ich mich aber mal ganz kurz bedanken für die bereits über 80 Abonnenten. Das finde ich absolut toll. Und für die, die den Kanal noch nicht abonniert haben, lasst mir doch mal kurz ein Abo da. Liked die Videos, die ihr mögt, würde mir wirklich extrem helfen. Wäre absolut fantastisch, damit wir die 100 Abos baldmöglichst knacken. Da möchte ich euch auch nicht allzu lange aufhalten und dann gehen wir mal weiter zu dem Video und da wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Okay. Dann zeige ich euch mal kurz mein Zimmer. Also ihr kommt hier rein. Dann AC, natürlich wichtig. Sehr warm ist es hier. 38 Grad wird es heute. Badezimmer. Ne? Hier mit der Dusche. Mit warmem Wasser. So wie es aussieht. Aber das ist definitiv nicht nötig. Dann habt ihr hier Wasserkocher. Was es leider nicht hat, es hat ein Safe, aber was es nicht hat, wie ihr vielleicht bemerkt, einen kleinen Kühlschrank. Also das wäre schon wünschenswert. Aber naja, also so grundsätzlich völlig entspannt hier. 40 € für 3 Nächte. Dann schauen wir mal, was hier gibt. Also hier ein vegetarisches Omelett, $1. Also ich habe das Gefühl, die Unterkunft oder die Unterkünfte und das Essen, das ist alles relativ günstig. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich werde einfach fragen, was denn hier so irgendwas Traditional Cambodian Food oder so. Hier gibt es auch wieder Schlange. Das gibt es ja auch überall, ne? Die haben auch in jedem Restaurant so viele Gerichte. Das ist heftig. Also die Karte, die sieht überall gleich aus. Okay, then I will try this with fish. Yeah. Yeah? Okay. And you want something? And this one have 3 hours. Oh no. Then, No alcohol. It's too hot. this one and mojito and rum cocktail $1. This one. Only $1? Yes, margarita $1, mojito $1. Wow, that's cheap. Margarita $1, tin fish $1. This one and $1. Whisky Cola $1. Das ist ja völlig verrückt. Das ist das Richtige. Cambodia Amok. Und das gibt es dann mit Chicken oder mit Fisch. Und ich werde es jetzt mal mit Fisch versuchen. Bin ich gespannt, wie das sein wird. Okay. Dann haben wir hier das traditionelle Nationalgericht. Fisch Amok. Dann schauen wir mal, wie das schmeckt. Also das ist anscheinend ein gedämpftes, mildes Curry mit Kokosmilch und Kroeung Gewürzpaste. Weiß ich, wie man das ausspricht. Mit Chili. Yes, going up shell, hanging light bulbs. Yeah. When you sit inside, you're he's a handyman, I think. Erinnert sehr an thailändisches Essen. Also sehr gut. Möchte ich hier mal gerne noch ein bisschen Fisch. Der Fisch scheint eher so geschreddert zu sein. Sehr gut, sehr gut. Das ist hier, wenn ihr mal hierher kommen möchtet. Okay. Also, dieses
Fisch-Amok. Kann ich sehr empfehlen. Sehr lecker. Aber ihr seht, der Straßenverkehr hier, das ist ja richtig, also gar nichts, ne? Also wenn man gerade von Vietnam kommt, dann ist das hier ein Sonntagsausflug. Also morgen werde ich einen Roller mieten. Das sei hier ziemlich cool. Abends. Ach, aber hier steht schon wieder Pub Street. Ach, das ist dann aber gar nicht mal so groß, ne? Also da vorne ist es wieder angeschrieben. Und da vorne kommen wir dann wieder in die Stadt. Also dann scheint das hier nur dieses Kreuz hier zu sein. Okay. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Da muss man wenigstens nicht so weit laufen. Ja, und heute, hier tagsüber ein bisschen gemütlich, dann Nachmittag zum Sonnenuntergang werde ich mit dem Fahrer vom Hotel werde ich an einen Ort fahren. It's really beautiful. Dann wird es jetzt noch Zeit, das zweite Nationalgericht zu probieren. Und zwar das Lok Lak. Ich zeige euch das. Das ist das hier. Also das sieht ja sehr einfach aus, ne?
sehr unscheinbar. Aber dann schauen wir mal, wie das so schmecken wird. Es ist auf jeden Fall das Original mit Rindfleisch. Aber die Preise, die sind schon heftig hier, ne? 75 Cent. Und hier gibt es sogar noch Happy Hour. Das ist schon sehr günstig. So Leute, es gibt wieder mal was zu essen. Jetzt wird es ein bisschen wild. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar gibt es heute Alligator Steak. Das ist ja noch relativ unspektakulär. Und dazu gibt es Fledermaus. Da bin ich sehr gespannt, wie das schmecken wird. Vor allem die Fledermaus sieht interessant aus. Okay, also versuchen wir erstmal Alligator. Es sieht aus wie Chicken, sieht sehr lecker aus. Gut, bisschen trocken, aber kann natürlich auch an der Zubereitung liegen, ne? Aber vom Geschmack her echt sehr gut. Und versuchen wir hier mal so eine Fledermaus. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst essen soll. Den Kopf oder einfach das Ganze. Das schmeckt die. Es schmeckt ein bisschen speziell, muss man schon sagen. Es hat ja hier noch solche Soße dazu. Nicht mal einfach Mensoße. So Leute, das war ja mal ein spezielles Essen. Also das Alligator ist auf jeden Fall gut, kann man machen. Wie gesagt, es war ganz dünn, deswegen, sie haben es wohl ein bisschen zu lange gebraten, deswegen war es etwas zäh. Aber geschmacklich sehr gut. Zu den Fledermäusen ist speziell. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur eine zum Probieren. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe nicht alle 5 gegessen. Es ist speziell. Also ich würde es mir jetzt nicht nochmal bestellen. Ja. Aber ich gebe halt sehr ungern Essen zurück. Aber mehr als 3 habe ich nicht geschafft. Selbst mit der Soße. Und es ist wirklich nicht die Konsistenz, also es ist mega knusprig, so stelle ich mir das auch vor, wenn ich heute noch irgendwie so einen Skorpion oder so essen werde. Aber es ist tatsächlich das Fleisch innen, ja, es schmeckt seltsam. Also es ist schon seltsam. Kann man mal probieren, aber ja, kann man auch sein lassen. Ne? Ich bin hier ja immer ehrlich mit euch. Okay, dann gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir hier ziemlich zentral. Hier hinter mir ist der Old Market. Den werden wir uns jetzt noch kurz anschauen. Hier mit den Lichtern in den Bäumen.
Also das sieht schon cool aus. Jetzt mal kurz hier zum Old Market. Also es gibt jetzt hier nichts anderes zu kaufen als hier bei den ganzen anderen Ständen. Solche Stände hat es hier überall. Also ich denke, der Name ist hier Programm. Und der geht von da bis darüber. Also er ist auch nicht besonders groß. Also auch hier von dieser Seite. Ich würde sagen, der ist ziemlich quadratisch. Da drüben gibt es noch ein bisschen was zu essen. Abends werden hier die Straßen gesperrt. Also ihr seht da ganz vorne bei der roten Schrift, da kommt dann also schon direkt der Fluss. Dann habt ihr hier den Old Market. Und dann habt ihr hier, wo die roten Lichter sind, hier ist dann auch schon wieder der Eingang von der Pub Street. Also es ist grundsätzlich alles sehr überschaubar hier. Ja, und dann habt ihr hier sehr viele Restaurants. Hier griechisch. Also es gibt hier, glaube ich, so ziemlich alles. Mexikanisch. Aber ich muss jetzt mal schauen, ob ich irgendwo noch eine Vogelspinne finde. Ich habe das tatsächlich bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist hier getrockneter Fisch. Finde ich ziemlich lecker. Man kaut ein bisschen lange. Hey, das ist alles sehr normales Essen hier. Das wollen wir nicht. Wir wollen irgendwas Spezielles. Aber schon schön. Hier auch mit den Lichtern in den Bäumen. Also wenn man so über den Fluss schaut. Sieht schon sehr schön aus. Aber ihr seht, ihr habt auf jeden Fall auch Bars außerhalb von dieser Pub Street. Für die, die das da ein bisschen zu viel ist. Hier gibt es sogar noch ein Encore Hard Rock Café. Hier draußen mit Live-Musik. Also momentan nicht. Aber wir haben auch erst 7:30. Was sind das? 36 Früchte in Reiswein. Also Reiswein hatte ich schon. Oh, thank you. Thank you. Sehr, sehr interessant. Oh no, ayun ay. Ach, hier. Hier gibt es Skorpion. Okay. Ich werde es versuchen, ein Skorpion. Aber da brauche ich auf jeden Fall was zu trinken. Ne? Falls das nicht so toll ist, damit ich es runterspülen kann. Und dann machen wir nämlich direkt zwei Dinge gemeinsam. Ich hatte bis jetzt noch nie diese Zuckerrohr-Drinks. Ich hatte von gewissen Leuten gesehen, dass die mega lecker sind und dass sie kaum aufhören können, diese zu trinken. Aber eine Freundin in Vietnam, die sagte mir jetzt,
dass es speziell sei. Also sei wie, sie hat das verglichen wie Durian. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ne? Deswegen werde ich das jetzt auch noch versuchen. Yummy. It's altogether no bone. It's a Very good. Gecko. Yes, sir. Okay, also Gecko gibt es jetzt hier auch noch. Mai mai à? And what's that? Rata? Ratte? Ich glaube, das ist Ratte. Heuschrecken Yeah. and frog. Frog $1. Frog Okay, okay. $1. Okay. Also, dann gibt es jetzt hier Skorpion. Da meinte sie, das Gift ist draußen. Also das ist ja schon mal gut, wenn das Gift draußen ist. Ihr seht ja auch der Stachel, der ist weg. Aber ja, ich denke mal, das wird einfach sehr crunchy sein. Hallo. Dann versuchen wir das doch mal. Ja, also passt wirklich, was die Leute sagen, die das essen. Es hat keinen riesigen Eigengeschmack. Es ist einfach sehr crunchy. Hat aber auch nicht wirklich Gewürze dran. Also man schmeckt eigentlich eher, ja, vielleicht das Öl ein bisschen, das da, ja, in dem es gebraten wurde. Kostet $1. Dann besuchen wir hier mal noch den Zuckerrohrsaft. Der hat mir ein riesen Ding gegeben. Also 1 Liter oder so. Auch $1. Sehr süß. Extrem süß. Ja, Zuckerrohr, ne? Ja, boah, sehr süß. Sehr, sehr süß. Und so ein bisschen so einen holzigen Nachgeschmack. Also es schmeckt so, also man kann eigentlich sagen, es schmeckt so, wie es aussieht und wie der Name ist. Also Zuckerrohr, ist sehr süß und dieses Rohr ist ja so holzig, ne? Das ist also ein bisschen, ja, als es durch die Maschine gelassen wurde, fast wie Holz ein bisschen. Deswegen vielleicht so dieser holzige Geschmack, also eigentlich wie Zucker mit Holz. Ja, speziell. Also da hatte meine Freundin in Vietnam auf jeden Fall recht. Aber ja, ist okay. Aber diesen ganzen Liter, den trinke ich bestimmt nicht. Ich glaube, danach bekomme ich Diabetes. Aber der Skorpion,
erstaunlich gut. Also wirklich, da war heute die Fledermaus, war heute auf jeden Fall nicht so gut. Ja, also ich denke, wenn man Skorpion hatte, ich gehe schwer davon aus, dass diese ganzen Käfer und Spinne, es ist halt alles frittiert. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch alles gleich sein. Ne? Einfach sehr crispy. Denke, vielleicht so leicht erdig. Ne? Der Skorpion war auch so leicht erdig, weil die halt da leben. Ne? Das eine Nationalgericht, dieses Fischamok. Fischamok war bis jetzt das Beste, was ich hier gegessen habe. Das zweite, dieses Lak Lok oder Lok Lak, das war erstaunlich europäisch. Also kann man so, ja, ist schon fast so ein Schweizer Essen oder vielleicht auch Deutsch. War jetzt gar nichts Spezielles und hatte auch nicht wirklich einen asiatischen Touch. Dieser Döner, der riecht richtig gut. Dieses Fleisch riecht richtig gut. Oh, das macht sie mir jetzt aber nicht einfach. Was ist das hier? Chicken Kebab. Ja, ich glaube, das muss ich auch noch essen. Was ich heute alles esse. So, dann gibt es mal zur Abwechslung zwischen den Insekten ein Dürüm. Der schmeckt bestimmt sehr gut. Er riecht sehr gut, ist mit Chickenfleisch. Der Besitzer ist ein Türke. Kann nur gut sein, kann nur gut sein. Ich wusste es. Oh, richtig gut, richtig gut. So, wir haben 39 Grad und jetzt gönnen wir uns hier mal ein Krokodil-Ei-Omelette. Okay, das war gut. Also ich glaube nicht, dass jemand den Unterschied merken würde, ob das jetzt ein Krokodilei ist oder ein Hühnerei. Ich hatte auch in Vietnam das erste Mal Entenei. Das hatte ich vorhin auch noch nie. Finde, das ist ein bisschen, schmeckt weniger nach Ei wie das Hühnerei. Also jetzt von der Ente. Aber jetzt das Omelett, also ich würde den Unterschied, glaube ich, nicht rausschmecken, dass das jetzt ein Krokodilei ist. Aber auf jeden Fall lustig war, ich wollte es danach bezahlen. Und da war die Tochter an der Rezeption und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne hier das Omelett bezahlen. Und dann meinte sie, was für ein Omelett? Das Crocodile Egg Omelett. Und da meinte sie, das verkaufen sie nicht. Aber der Besitzer, der hat das nur für mich, also der hat das geholt, weil er das isst und deswegen, der hat es nur für mich geholt. Deswegen, die haben das gar nicht gelistet. Und dann habe ich ihr das erklärt und dann meinte sie, das hast du gegessen? Und dann habe ich gesagt, ja. So völlig erstaunt. Also das ist ja nur ein Ei. Das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich finde jetzt so hier so Maden und so Zeug, finde ich eine größere Herausforderung, sagen wir es mal so. Aber, also sie sagt allgemein, also jetzt nicht nur, vor allem die Eier, aber auch das Fleisch. Aber die Eier insbesondere, weil die Krokodile, die essen Menschen. Und dann ist das wie Kannibalismus. Da habe ich gedacht, wow, so habe ich das jetzt noch gar nicht angeschaut von diesem Punkt. Da habe ich hier gesagt, ja, aber also ich meine, die ernähren sich ja nicht nur von Menschen. Ne? Klar kommt das mal vor, dass ein Mensch gegessen wird vom Krokodil, aber es ist ja, glaube ich, schon eher die Ausnahme. Herrlich, herrlich, wie die das gesagt hat, das vergesse ich auch nie. So, dann ist es das hier gewesen. Hier nochmal das Hotel.
Das ist wirklich tipptopp, kann ich sehr empfehlen. Gibt es auch erst seit 8 Monaten. Deswegen zum Beispiel das mit dem Kühlschrank, ne, so ein kleiner Kühlschrank, das kommt noch. Die hatten mit 6 Zimmern begonnen und haben jetzt schon 24. Und das Zimmer an sich wirklich sehr liebevoll eingerichtet. Der Besitzer, der macht gleichzeitig auch noch, ist gleichzeitig auch noch ein Tourguide. Das heißt, ihr könnt mit ihm Privattouren machen, so wie ich das gemacht hatte. Und Roller hat er auch organisiert. Sehr sauber hier. Der Pool ist cool. Vielleicht noch mal kurz den Pool anschauen. Also das sieht hier schon sehr schön aus. Ja, es ist halt alles wirklich liebevoll gemacht. Wir haben hier viel Liebe reingesteckt. Was ist das denn? Weiß ich gar nicht. Klar, dann geht es jetzt zum Flughafen. Das ist nicht so nahe. Das ist 45 Minuten fahren. Das ist hier ein bisschen außerhalb. Das ist auch der neue Flughafen. Der alte wurde mittlerweile geschlossen. Okay Leute, dann war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und dann geht es nächste Woche zu dem zweiten Teil von Kambodscha. Und zwar schauen wir uns dann die berühmten Tempelanlagen von Angkor an. War auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und macht's gut.